Die Stadt Ashama im schwedischen Skaraborg ist jeden Morgen in eine dünne Nebelschicht gehüllt. Dieser Ort ist berühmt für seine kleinen, hübschen Holzhäuser, die im riesigen Wald versteckt sind. Die Einheimischen sind sanftmütig und leben in engem Kontakt mit der Natur und der Tierwelt. Füchse sind häufige Besucher dieser Gegend und kommen normalerweise paarweise oder in kleinen Gruppen vor. Sie schlängeln sich durch Rasenflächen und Schotterstraßen und halten manchmal vor Häusern. Die meisten Menschen in Ashama lieben Füchse, weil sie sanft sind und ein anmutiges Aussehen haben. In der Rönnfelgenstraße steht ein Holzhaus, umgeben von Blumengärten und Eisenzäunen. Der Eigentümer dieses Hauses ist Herr Nils Sandström, der alleine lebt, aber immer offen für die Welt um ihn herum ist. Er ließ das Tor oft offen, sodass der Fuchs ungehindert in den Garten konnte. An einem sonnigen Morgen erschienen 2 Füchse vor Herrn Nils' Tür. Sie rannten im Gras herum, wedelten mit ihren Schwänzen und spielten im Morgensonnenlicht. Der Anblick brachte Herrn Nils zum Lächeln, denn er war es gewohnt, Füchse kommen und gehen zu sehen. Es kam jedoch zu einem unerwarteten Vorfall, als sich ein Fuchs dem Stacheldrahtzaun näherte. Es blieb mit dem Fuß in einem scharfen Dorn hängen und kämpfte unter Schmerzen. Der Schrei des Fuchses hallte wieder und ließ den verbleibenden Fuchs in Panik umherlaufen. Herr Nils hörte ein seltsames Geräusch, öffnete die Tür und rannte hinaus, um nachzusehen. Vor ihm saß ein Fuchs in der Falle, der dem Stacheldraht nicht entkommen konnte. Die Wunde am Bein und Bauch des Tieres blutete, was die Panik noch verstärkte. Der verbleibende Fuchs stand in einiger Entfernung und sah seinen Freund besorgt an. Ohne zu zögern ging Herr Nils zurück ins Haus, um die Stahlschneider zu suchen, die er immer im Schuppen aufbewahrte. Er eilte hinaus und versuchte, sanft zu sein, um sie nicht noch mehr zu erschrecken. Als er näher kam, tröstete er den verletzten Fuchs mit sanfter Stimme. Trotz der Schmerzen schien der Fuchs zu verstehen, dass Herr Nils gekommen war, um zu helfen. Es hörte auf, heftig zu zappeln und stöhnte nur leise, als er den Draht berührte. Jedes Klicken ertönte und markierte jedes Mal, wenn Herr Nils ein Stück Stacheldraht durchschnitt. Die Stahlstücke fielen zu Boden und gaben nach und nach den kleinen Körper des Fuchses frei. Der verbleibende Fuchs starrte weiter, als würde er Herrn Nils anflehen, sich zu beeilen. Auf dem Gesicht von Herrn Nils waren Konzentration und Sorge zu sehen, aber keine Panik. Nach etwa 15 Minuten war der gesamte Draht, der um den Fuchs gewickelt war, durchgeschnitten. Das Tier wälzte sich keuchend im Gras, Blut sickerte durch sein orangefarbenes Fell. Herr Nils bückte sich, um die Wunde zu untersuchen, da er wusste, dass sie desinfiziert werden musste, um eine Infektion zu vermeiden. Aber aus Angst, die Füchse zu erschrecken, trat er ein wenig zurück und wartete, bis sie sich beruhigt hatten. Der verbliebene Fuchs näherte sich schnell und stupste sanft mit seiner Nase die Wunde seines Freundes an. Der Verwundete stöhnte noch immer, schien sich mit seinem Freund an seiner Seite jedoch wohler zu fühlen. Herr Nils holte schnell eine kleine Schüssel, goss sauberes Wasser hinein und stellte sie in die Nähe. Dann ließ er noch etwas Futter da und hoffte, dass der Fuchs sich bald erholen würde. Sie warfen ihm einen Blick zu, als wollten sie ihre Dankbarkeit ausdrücken. Herr Nils trat leise zurück und machte Platz für die beiden Füchse. Sie saßen eine Weile da, der Verletzte trank ein paar Schlucke Wasser, seine Beine zitterten. Etwa eine Stunde später gingen die beiden langsam in Richtung des Waldes hinter dem Haus. Herr Nils beobachtete ihre sich zurückziehenden Gestalten und machte sich immer noch Sorgen um den verletzten Fuchs. Der Mann kehrte in den Garten zurück und überprüfte, ob noch mehr Stacheldraht herausragte. Er beschloss, den gesamten Stacheldrahtzaun aufzurollen und die scharfen Enden mit Stoff abzudecken, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. In dieser Nacht wälzte sich Herr Nils hin und her und hoffte, dass der Fuchs sich bald erholen würde. Am nächsten Morgen stand er sehr früh auf und öffnete das Fenster, um das Morgenlicht willkommen zu heißen. Plötzlich erschienen 2 Füchse auf dem Gras, direkt am Fuß der Treppe. Das verletzte Kind wies noch einige Wunden auf, die noch nicht verheilt waren. Sie sahen jedoch beweglicher aus, sprangen und wedelten mit dem Schwanz, um ihn zu begrüßen. Herr Nils lächelte leicht und brachte etwas zu essen und zu trinken.
Diesmal näherten sich die beiden Füchse mutig und selbstbewusst, um sich behandeln zu lassen. Sie aßen, während sie ihn ansahen und ihre Nasen niedlich schnieften. Das Sonnenlicht des frühen Morgens tauchte ihr Fell in ein orangerotes Licht und schuf eine ungewöhnlich warme Szene. Herrn Niels wurde das Herz leichter, als wäre er gerade Zeuge eines Wunders geworden. Von diesem Tag an waren die Fuchspaare regelmäßige Gäste vor seiner Tür. Sie kommen normalerweise im Morgengrauen oder bei Einbruch der Dunkelheit. Jedes Mal, wenn er sie sieht, bereitet Herr Niels eine Schüssel mit Wasser und etwas Futter vor. Der verletzte Fuchs erholte sich allmählich und hinterließ nur ein paar schwache Narben auf seinem Rücken und seinen Beinen. Auch sein Schrei war stärker und er zitterte nicht mehr vor Angst wie zuvor. Herr Niels nannte die beiden Füchse Röt und Luce, basierend auf den unterschiedlichen Fellfarben. Die Leute in der Stadt hörten allmählich von dieser seltsamen Beziehung. Es scheint, dass Röt und Luce keine Angst mehr vor Menschen haben, sondern Herrn Niels im Gegenteil als Freund betrachten. Wenn er im Garten arbeitete, folgten sie ihm manchmal und blieben gelegentlich stehen, um an den Blumen zu riechen. Auch die Kinder aus der Nachbarschaft waren neugierig und kamen zu seinem Tor, um die schelmischen Füchse zu sehen. Er sagte ihnen jedoch immer, sie sollten nicht zu nahe kommen, um den Fuchs nicht zu stressen. Mehrere andere Haushalte berichteten später von Fuchsbesuchen, allerdings nicht so offen wie der von Herrn Niels. Herr Niels erklärte geduldig, dass sie niemandem etwas antun würden, wenn man sie gut behandelte. Die Geschichte über die Rettung eines gefangenen Fuchses steigerte den Respekt der Menschen vor ihm noch mehr. Einige Leute kamen sogar vorbei, um ihn um Rat zu fragen, wie sie mit einem verletzten Fuchs umgehen sollten. Herr Niels ist immer fröhlich, teilt Erfahrungen und hofft, mehr Lebewesen helfen zu können. Eines Tages brachten Röt und Luce einen weiteren Fuchs mit, was Herrn Niels überraschte. Es scheint, als wollten sie ihren Freunden diesen sicheren Ort vorstellen. Die drei Füchse rannten im Garten herum und spielten gelegentlich miteinander. Herr Niels konnte nur kichern und hatte das Gefühl, mitten in der Wildnis zu leben. Passanten blieben stehen und waren überrascht, drei Füchse um ihn herum zu sehen. Sie machten Fotos und erzählten sich gegenseitig Geschichten über den netten alten Mann und die lieben Füchse. Allmählich wurde die Stadt Aschamar durch diese rotgefiederten Besucher immer berühmter. Haushalte sollten ihre Zäune überprüfen und die Dornen abdecken, um Verletzungen zu vermeiden. Man geht davon aus, dass Füchse nichts Böses tun, wenn eine sichere Umgebung geschaffen wird. Herr Niels sagte oft, dass ihre Anwesenheit seine größte Freude sei. Nachmittags saß er oft auf den Stufen und beobachtete die Füchse, die im kühlen grünen Schatten der Bäume spielten. Manchmal schlichen sie sich nah an die Veranda heran und schnüffelten an seinen Füßen. Herr Niels lachte und streckte die Hand aus, um ihr weiches, dickes Fell zu streicheln. Im Laufe der Tage heilte Röts Wunde vollständig und hinterließ nur ein paar kleine Narben. Aus dem Holzhaus Nummer 21 sind die beiden Füchse mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Die Nachricht, dass Herr Niels den Fuchs gerettet hatte, verbreitete sich in der ganzen Nachbarschaft. Neugierige Touristen begannen, Aschamar zu besuchen und nach den freundlichen Füchsen zu suchen. Auch ein Team für Naturdokumentationen war vor Ort und filmte ungehindert im Garten von Herrn Niels. Sie loben die tierliebe und freundliche Taten und inspirieren damit viele andere. Für Herrn Niels war es eine ganz natürliche Handlung, als er ein Lebewesen sah, das Hilfe brauchte. Und von da an wurde das kleine Haus in der Rönnfelgenstraße offiziell zu einem schönen Symbol des Mitgefühls zwischen Menschen und wilden Füchsen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Videos anzusehen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.